Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute fahren wir gemeinsam mit dem Motorrad wieder durch Andalusien. Wer an Andalusien denkt, dem fallen zuallererst Sonne, Strand und Meer ein. Doch die südlichste Region Spaniens hat noch viel mehr zu bieten als das. Andalusien besitzt eine lange und interessante Geschichte, eine großartige Kultur, eine ausgezeichnete Küche und für jeden Motorradfahrer Kurven ohne Ende bei wenig Verkehr. Wir waren zum ersten Mal an Silvester 2019 für einige Tage in Torremolinos und haben von dort aus Tagestouren mit dem Motorrad unternommen. Den Film über unsere Winterflucht verlinke ich euch hier oben. Diesmal wollen wir in 18 Tagen Land und Leute über eine Rundreise noch besser kennenlernen. Miguel von Motorrad Andalusien unterstützt uns wieder bei der Planung und Durchführung unserer selbstgeführten Motorradreise mit Übernachtungstipps und Routenvorschläge vom Mittelmeer über das Zentralgebiet bis zum Atlantik. Ja Leute, es ist bald soweit. Ich bringe jetzt gerade mal die Koffer zum Terminal und wir haben exakt 2x23 Kilo dabei, also jede Menge Gepäck, und wir haben ein tolles Wetter hier in München und ich bin mal gespannt, wie das Wetter in Andalusien ist. So, jetzt habe ich endlich unser Gepäck aufgegeben. Man lernt nie aus. Alle Automaten der Lufthansa waren leider geschlossen und ich musste einen Schalter aufsuchen und die Dame behauptete ganz freundlich, aber bestimmend, dass ich zur Gepäckaufgabe die Ausweise der Passagiere dabei haben müsste. Also ein Boardcard alleine würde nicht ausreichend sein. Leider habe ich nur meinen eigenen Ausweis dabei, aber nicht der meiner Frau. Und als sie gefragt hat, was denn überhaupt in dem Gepäck drin wäre, habe ich geantwortet, ja, Motorradausrüstung, also unser Motorradanzug, unsere Helme etc. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, sie ist selbst Motorradfahrerin und sie weiß, wie das ist. Und sie wird diesmal auf diese Sicherheitskontrolle verzichten und akzeptiert meinen Ausweis und die Bordkarten und gibt unser Gepäck auf. Ganz freundlich und am liebsten würde sie mitfliegen. Morgen geht's los, dann nach Andalusien und dann schauen wir mal, wie das Wetter so ist, ob es genauso sonnig ist wie hier in München. Also bis dann. Links ist die Stadt Toulouse, die wir leider nicht sehen. Wir halten Kurs auf Tarbes und von dort geht es über die Pyrenäen Richtung Saragossa. Wir werden südlich von Madrid vorbeifliegen und dann letztendlich Kurs nach Malaga nehmen. Die verbleibende Flugzeit jetzt noch 1 Stunde und 20 Minuten. Somit erwarte ich eine pünktliche Ankunft am Zielort. In Malaga erwartet uns schönes Wetter, 17 Grad Celsius bei aufgelockerter Bewölkung. Bevor wir nach circa 3 Stunden Flugzeit in Malaga landen, möchte ich noch ein paar Worte zu Andalusien sagen. Die südlichste und zweitgrößte Region Spaniens besteht aus insgesamt 8 Provinzen mit ca. 8 Millionen Einwohnern. Das historische Erbe aus der maurischen Zeit erinnert uns sehr an unsere Motorradreise nach Marokko. Das Land des Flamencos gehört für mich zur abwechslungsreichsten Gegend und bietet mit seinem milden Klima im Winter und Frühjahr für jeden Motorradfahrer
Eine ideale Urlaubsregion, gerade dann, wenn im restlichen Europa noch motorradunfreundliche Temperaturen vorherrschen. Wir werden von Miguel wie geplant am Flughafen abgeholt und zu unserem Hotel nach Torremolinos gefahren. Morgen Abend werden dann die BMW Motorräder direkt zum Hotel angeliefert. Es erwarten uns in den nächsten Tagen landschaftliche Kontraste mit Hochgebirgszügen, Korkeichen und Pinienwäldern, Stauseen, endlosen Sandstränden und Steilküsten. Auf ruhigen und kurvenreichen Nebenstraßen erkunden wir die Schönheit Andalusiens mit den malerischen weißen Dörfern. Der Check-in im Hotel Meliá Costa del Sol klappt problemlos und wir erhalten sogar ein Upgrade, ein Zimmer mit einem tollen Meeresblick. Wir machen uns frisch und wollen an der Promenade etwas zum Abendessen aufsuchen, wohl wissend, dass es gegen 17:30 Uhr für Spanien noch etwas früh ist. Aber wir haben Glück, man sieht uns wohl den Hunger an und bekommen extra Fisch gegrillt. Mit Blick auf die Costa del Sol lassen wir den ersten Tag ausklingen. Wir haben vereinbart, dass die BMW Motorräder, eine 750er und 850er GS mit Koffer, Topcase und Navi, heute erst gegen 17 Uhr direkt zum Hotel angeliefert werden. Also genug Zeit, um entlang der Strandpromenade von Torremolinos mit den kleinen Cafés, vielen Geschäften und Lokalen zu bummeln und die Atmosphäre der Costa del Sol zu genießen. Denn Mitte März, weit vor Ostern, sind noch kaum Touristen unterwegs. Die Stadt erwacht aber langsam aus ihrem Winterschlaf. Der Wetterbericht prognostiziert, dass wir am Abend noch einen Regenschauer erleben dürfen. Pünktlich um 17 Uhr nehmen wir unsere BMW-Motorräder in Empfang, erledigen die Formalitäten und befriedigen unser Hungergefühl am Strand mit einer traditionellen Paella. Wir freuen uns, dass unsere Rundreise mit dem Motorrad morgen früh nun endlich beginnen kann. Wir starten direkt nach dem Frühstück in Richtung Pampa Neira. Das Navi führt uns vorbei an Malaga in den Nationalpark Montes de Malaga mit einem tollen Blick auf die Küste der Costa del Sol. Weiter soll es im Landesinneren über kleine Straßen in die Sierra Tejeda gehen und dann an der Küste entlang in Richtung Motril. Kurz vor Motril verlassen wir die Küstenstraße und fahren nach Norden zum Stausee Guadalfeo und über Bergstraßen in die Sierra Nevada bis zum Bergdorf Pampa Neira. Die ersten Kilometer fahren wir an der berühmten Costa del Sol entlang. Das übrigens ist der Ort, an dem der Sonnen- und Strandtourismus in Südspanien begann. Die Costa del Sol genießt ein angenehmes Klima mit einer Durchschnittstemperatur von 19 Grad pro Jahr und mehr als 300 Sonnentagen. Im Norden von Malaga fahren wir auf der Bergstraße A7000 in den Naturpark Montes de Malaga und bleiben immer mal wieder stehen, um den einzigartigen Blick auf die Costa del Sol zu genießen. Wir gewinnen recht schnell an Höhe und bei 1000 Höhenmeter sehen wir die ersten schneebedeckten Ausläufer des Nationalparks Sierra Tejeda mit seinen über 2000 Meter hohen Bergen.
Je weiter wir uns von Malaga entfernen, umso geringer wird der Verkehr und kurvenreicher die Strecke. Vorbei an vielen weißen Dörfern lassen wir unsere Maschinen in der Vormittagssonne dahingleiten, bis wir in den Nationalpark eintauchen. Am Himmel sehen wir immer wieder Adler kreisen, die uns als Eindringlinge besonders beobachten. Steile Abhänge und tiefe Schluchten zeichnen eine zerklüftete Landschaft. Ein ideales Wander- und Motorradparadies. Es ist etwas unheimlich. Selbst an einem Sonntag wie diesem bei traumhaftem Wetter begegnen uns kaum Menschen. Uns gehört die Straße alleine und wir genießen die kurvenreiche Bergstraße entlang des Nationalparks. Unser Navi zeigt an, dass wir nun die Sierra wieder verlassen und weiter Richtung Süden bei Torrox auf die Küstenstraße der Costa del Sol fahren. Die berühmte Höhle Banera lassen wir allerdings links liegen und machen lieber einen Stopp beim Aqueduct Aquila, das heißt übrigens übersetzt Adler. Das Aquädukt fällt sofort ins Auge. 37 Bögen, die aus Ziegelstein erbaut wurden, überspannen hier 4 Etagen. Insgesamt ist das Aquädukt etwa 40 Meter hoch. Die Wasserversorgung erfolgt über einen offenen Kanal in der obersten Etage. Wir fahren weiter auf der belebten Küstenstraße in Richtung Salobreña. In dem berühmten Treffpunkt der spanischen Harley-Fahrer Motorrock Bar werden wir auch als BMW-Fahrer akzeptiert und können uns mit klassischen Burgern versorgen, bevor wir dann gestärkt die letzten 80 Kilometer unserer Tagesreise angehen. Wir haben mittlerweile die Küstenstraße wieder verlassen und fahren nach Norden in Richtung des Stausees Guadalfeo. Wir biegen nun nach einigen Kilometern Fahrt durch das kleine Tal auf den Parkplatz der Talsperre ein, die den Fluss Guadalfeo mit seinen zahlreichen Gebirgsbächen zum Stausee staut.
Hintergrund sehen wir schon die schneebedeckten Berge der Sierra Nevada mit dem höchsten Berg, dem Mulhacén, mit seinen 3483 Meter Höhe. Wir fahren nun immer höher in das Gebiet der Sierra Nevada bis zum wunderschönen Bergdorf Pampa Neira, ein Ort, den man aufgrund seiner Natur unbedingt kennenlernen sollte. Auf diese Idee kommen natürlich viele Touristen und deswegen begegnen uns auch die ersten Reisebusse. Erreichen wir endlich unser Tagesziel, das Hotel Estrella de las Nieves, und beschließen diesen wunderschönen Motorradtag. Das war der erste Teil unserer Andalusien-Rundfahrt mit dem Motorrad. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr das nächste Mal auch einschaltet, wenn es wieder heißt Ride On with Friends.